Herr Pflüger, seit Dienstag für die Bundeswehr die sogenannte Nato-Speerspitze an. Herr Pflüger, was bedeutet das für die Sicherheit der EU und der Bundesrepublik? Ja, vielleicht einfach als Hintergrund. Die sogenannte VJTF ist eine Truppe, ausgesprochen heißt es Very High Readiness Joint Task Force, ist eine besonders schnelle Eingreiftruppe der NATO, die aufgestellt wurde, insgesamt 8.000 Soldaten, davon im Moment 4.000 von der Bundeswehr. Die sogenannte Panzerlehrbrigade in Münster stellt diese 4.000 Soldaten im Moment. Und diese besonders schnelle Eingreiftruppe ist im Moment das prioritäre Projekt der Bundeswehr. Die Ministerin hat in der letzten Zeit, insbesondere als sie das Fähigkeitsprofil der Bundeswehr vorgestellt hat, diese VJTF-Truppe quasi als das zentrale Projekt beschrieben. Damit soll quasi Einsatzbereitschaft insbesondere Richtung Osten, also auch gegenüber Russland, signalisiert werden. Der politische Hintergrund ist klar, dass quasi seit der Situation mit der Krim es so ist, dass die NATO und die Bundeswehr quasi aufrüsten und diese VJTF ist quasi das zentrale Projekt dabei, was zusätzlich zu der bisherigen Stationierung von 1.000 Soldaten im Rahmen quasi dieser 4.000 Soldaten, die in den baltischen Staaten und Polen stationiert sind, dazukommt. Vielleicht einfach zum Hintergrund, gemeinsam mit den Niederlanden und Norwegen wird diese Truppe aufgebaut, ist ein Beschluss der NATO und ist insgesamt der Versuch quasi dort sich militärisch so aufzustellen, dass man sehr schnell auch innerhalb quasi kürzester Zeit einsatzfähig ist. Politisch ist es so, dass damit natürlich die Situation gegenüber Russland quasi weiter eskaliert und der zentrale Punkt im Moment der ist, dass natürlich quasi mit dieser Aufstellung und mit dem, dass das tatsächlich eine sehr schnelle Einsatzbereitschaft hat, diese VJTF, das Ganze alles ein sehr, sehr realistisches Szenario, Kriegsszenario auch ist. Und für uns ist relativ klar, dass diese Form quasi einer Eskalation nicht sinnvoll, nicht gut ist. Wir auch deshalb die Aufstellung der VJTF kritisieren, weil natürlich quasi, wenn gegenüber Russland jetzt Truppen aufgestellt werden, Russland seinerseits wiederum Truppen aufstellt und so weiter und das dann quasi zu einer Eskalationsspirale führen würde. Deshalb sagen wir, dass diese Aufstellung politisch und militärisch problematisch ist. Mhm. Ist denn Deutschland überhaupt in der Lage, diese Aufgaben zu meistern, zu übernehmen? Ich meine, Herr Bartels hat es ja auch kritisiert, dass viele Geräte nicht einsatzbereit wären und so weiter. Was denken Sie? Naja, das ist genau die Debatte, die im Moment gerade immer wieder läuft. Die Erfahrung sagt ja, dass die Bundeswehr ein Problem im Bereich der Beschaffung hat, weil sehr viele der Projekte, die bestellt werden bei der Rüstungsindustrie, in einem Zustand bei der Bundeswehr ankommen, dass sie nicht sofort einsatzfähig sind oder nicht einsatzfähig sind oder quasi die Gerätschaften, die vorhanden sind, immer wieder quasi in Reparatur sind und so weiter. Gleichzeitig ist es so, dass dieses Manöver Right in Juncture gezeigt hat, dass die Bundeswehr genügend an Material quasi zur Verfügung hat, um vollständig einsatzfähig zu sein. Das ist dann so, dass quasi das Material eben halt innerhalb der Bundeswehr quasi zusammengezogen wird für solche Geschichten. Und die VJTF ist jetzt nur genau der Bereich, wo das innerhalb der Bundeswehr sehr gut funktioniert, weil dort quasi alles darauf konzentriert wird. Das ist, wie gesagt, das prioritäre Projekt. Und insofern, Herr Bartels hat sich ja zur Aufgabe gemacht, quasi insbesondere auch im Bereich der Beschaffungen und quasi der Gerätschaften bei der Bundeswehr Druck zu machen, was jetzt nicht unbedingt die prioritäre Aufgabe eines Wehrbeauftragten ist, sondern er sich eigentlich darum kümmern muss, wie die Situation für die Soldatinnen und Soldaten in ihrer ganz konkreten Arbeit ist. Und da ist sehr viel im Argen im Moment, Stichwort rechtes Netzwerk in der Bundeswehr und so weiter. Aber unabhängig davon ist es so, dass also genau in diesem Bereich der VJTF
diese Fragestellung sich weniger stellt als in anderen Bereichen der Bundeswehr. Und im Kern, die VJTF ist einsatzfähig. Sie wurde jetzt quasi mit dieser Truppe von Münster 4.000 von 8.000 Soldaten gestellt. Also insofern dieser Bereich funktioniert und ist sowohl politisch als auch militärisch nutzbar. Und das ist das politisch eigentlich Problematische an dieser heutigen oder mit dem 1. Januar erfolgte Indienststellung quasi der VJTF und der Führungsrolle der Bundeswehr und Deutschlands innerhalb quasi dieser besonders schnellen Eingreiftruppe. Herr Pflüger, wo befindet sich eigentlich diese schnelle Eingreiftruppe? Und meine andere Frage, werden Sie auch als Parlamentarier die Arbeit der Truppe vor Ort begleiten? Sind eventuell auch Besuche geplant? Ja, das ist ein Teil quasi unserer Arbeit als Mitglieder des Verteidigungsausschusses. Die Truppe selbst ist im Moment quasi in Münster stationiert. Und es ist so, dass geplant ist, zusätzlich zu den 1.000 Soldaten, die bisher quasi die Bundeswehr schon im Rahmen von diesen 4.000 Soldaten stationiert hat, auch quasi diese VJTF-Brigade im Bereich quasi Osteuropa zu stationieren. Die ersten Vorauskräfte sollen ja innerhalb quasi von 72 Stunden vor Ort sein. Insgesamt ist diese Truppe eine, die deutlich schneller als quasi andere Truppen einsatzfähig ist. Und insofern ist das jetzt, sagen wir mal, einfach eine neue Dimension, die damit aufgemacht wird für die Bundeswehr. Aber wo genau die Truppen dann stationiert werden im Osten, das wissen Sie noch nicht? Das ist so, dass wir entsprechend quasi, wenn wir die Informationen haben, also dann auch, es wird ja auch dann öffentlich begleitet. Also im Moment wird quasi von Seiten der Bundeswehr werden 4.000 von diesen 8.000 Soldaten gestellt. Einige westliche Experten bezweifeln ja die Schlagfertigkeit und den Nutzen einer solchen Einheit. Der Chef des estnischen Militärnachrichtendienstes beklagt hier auch die politische Entscheidungsfähigkeit. Da wäre Russland viel schneller. Auch der Befehlshaber der US-Landstreitkräfte in Europa, General Ben Hodges, ist der Auffassung, Russland könnte die baltischen Staaten schneller erobern, als wir dort wären, um sie verteidigen zu können. Wie sehen Sie solche Äußerungen? Wir haben insgesamt im Bereich der Bundeswehr immer wieder die Debatte, und das ist auch innerhalb der NATO, die Debatte, inwieweit sind die Truppen tatsächlich quasi in der Form, wie es geplant ist, einsatzfähig. Die Erfahrung sagt, dass in den Kernbereichen, die politisch zentral sind, und dazu gehört die VJTF, funktioniert es. Und die VJTF ist sowohl für die Bundeswehr als auch für die NATO ein absolut prioritäres Projekt. Und insofern ist es so, dass diese Truppe garantiert einsatzfähig ist. Sie wurde jetzt zertifiziert im Rahmen von Manövern und Übungen im Rahmen des Gefechtsübungszentrums der Kolpitz-Letzlinger Heide in der Nähe von Magdeburg im Gefechtsübungszentrum, und dort sind diese Übungen gelaufen. Ich habe mal an einer solchen Übung teilgenommen mit anderen Mitgliedern des Verteidigungsausschusses. Das ist schon so, dass quasi das, was dort geübt wird, einfach sehr real ist und auch tatsächlich, was ist eine Truppe, die quasi real auch funktioniert. Politisch ist es so, dass damit natürlich eine enorme Aufrüstung passiert, und genau das ist das, was wir kritisieren daran, dass das quasi eine weitere Eskalation bedeutet, die wir nicht wollen. Es wird ja davon ausgegangen, dass Russland das Baltikum überfallen sollte. Warum sollte Russland das tun? Gibt es auch Anzeichen dafür? Sehen Sie Anzeichen dafür? Naja, die politische Begründung ist die, dass praktisch durch die Situation mit der Krim als quasi damals nicht deklarierte russische Truppen dort quasi präsent wurden, im Grunde genommen quasi völkerrechtswidrig. Das Problem wird quasi dann übertragen, dass, so wie das damals mit der Krim gewesen sei, jetzt mit den baltischen Staaten passieren würde. Politisch teile ich in keinster Weise diese Einschätzung, weil die baltischen Staaten quasi voll souveräne Staaten sind und es dafür auch jetzt keine Anzeichen gibt, dass Russland quasi dort da irgendwelche Angriffe
machen würde. Das politische Problem ist, dass wir im Moment immer wieder erklärt bekommen von den anderen Fraktionen, von der Bundesregierung, quasi die Krim sei quasi so etwas wie ein Muster für zukünftiges Agieren und für jetziges Agieren Russlands. Und das Problem ist, dass Grundmuster im Grunde genommen inzwischen so wie ein Dauernarrativ ist. Da wird aber weniger die Gesamtsituation eingeschätzt, dass es tatsächlich quasi so wäre. Ich teile dieses nicht, dass quasi Russland in den baltischen Staaten einmarschieren würde. Dort in diesen baltischen Staaten gibt es die Debatte, dass dieses quasi ein sehr realistisches Szenario sei. In der Nato, in der Bundeswehr wird es konkret geübt. Das als Grundannahme teile ich das nicht oder teilen wir das nicht, dass quasi die baltischen Staaten oder auch Polen quasi da direkt bedroht wären. Aber das ist das, was quasi so als Grundnarrativ politisch immer wieder quasi innerhalb der NATO und der Bundeswehr formuliert wird. Das ist politisch einfach ein zentraler Dissens quasi in der Analyse, wie sie zum Beispiel die Bundesregierung vorträgt und innerhalb der NATO mitträgt, dass es da zu quasi konkreten Angriffsaktionen kommen könnte. Wir teilen dieses explizit nicht. Welche unangenehmen Effekte könnte diese Führung der sogenannten Speerspitze ja für uns auch in Deutschland haben? Es ist so, dass dadurch, dass das prioritäre Projekt der Bundeswehr im Moment ist, dieser Ausbau der VJTF im Fähigkeitsprofil wurde genau beschrieben, quasi in welchem Zeitraum welche Brigaden in Zukunft einsatzfähig sein sollen. Ist es so, dass natürlich das in den Gesamtrahmen der Aufrüstung zu stellen ist. Und im Moment es so ist, dass ja wir den höchsten Militärhaushalt in Deutschland haben, den wir je hatten. 43,2 Milliarden Euro sind es am Ende geworden. So viel gab es noch nie an Militärausgaben und ein wesentlicher Teil davon ist der Bereich der Beschaffung und ein zweiter wesentlicher Teil ist die Einsatzfähigkeitsmachung quasi der Bundeswehr und da ist diese VJTF ein ganz zentrales Projekt. Insofern die Rückkopplung für Deutschland bedeutet erstens, dass quasi deutlich mehr Geld ausgegeben wird. Und zweitens ist es so, dass diese Truppen natürlich auch dorthin transportiert werden müssen. Und wir ja schon immer wieder erleben, dass quasi allein der Transport der verschiedenen Truppen, die im Baltikum stationiert sind, US-amerikanische, niederländische und deutsche Truppen, dass dieser Transport ins Wesentlich quasi durch Deutschland läuft. Deutschland wird in Zukunft quasi sowas wie der Logistik, das Logistikzentrum innerhalb der NATO sein und insofern wird es eine ganze Reihe von mehr Manövern geben und es wird innerhalb der Europäischen Union innerhalb der Europäischen Union ein Projekt im Moment aufgelegt, das heißt Military Mobility, das heißt die gesamte Infrastruktur wird überprüft, inwieweit sie militärisch nutzbar ist. Und das sind die verschiedenen Rückwirkungen quasi, die diese Aufrüstungspolitik in Deutschland haben, dass man einerseits deutlich mehr Geld ausgibt und dass man andererseits mehr Manöver erleben wird und dass man als Deutschland quasi den logistischen Hintergrund für einen entsprechenden Aufmarsch zur Verfügung stellt. Wir kritisieren das sehr deutlich, sowohl quasi, dass es den höchsten Militärhaushalt aller Zeiten bisher in der Bundesrepublik gegeben hat, jetzt mit dem Beschluss 2019, als auch diesen Ausbau der Manöver und Transporte Richtung Osteuropa und quasi, dass man als Deutschland diesen gesamten Bereich der Logistik übernimmt und dass die Europäische Union ein entsprechendes Programm auflegt. Wenn Sie sagen, es werden mehr Manöver stattfinden, steigert das ja auch die Konfrontationsgefahr mit dem östlichen Nachbarn. Sehen Sie auch diese Gefahr? Und ich meine, dann wäre auch Deutschland direkt an der NATO-Speerspitze direkt betroffen und auch ein direkter Konfliktpartner, richtig? Genau, die Frage ist, es wird ja im Rahmen der NATO zum Beispiel werden zwei neue Kommandos aufgebaut, das Joint Support and Enabling Command in Ulm
Und in Ulm zum Beispiel habe ich die Frage gestellt bekommen, ja, wenn das so ist, dass man quasi hier ein entsprechendes Kommando aufstellt, was für diesen Transport und die Logistik und die Befehlsketten quasi innerhalb eines solchen Aufmarsches zuständig ist damit Ulm denn nicht auch Angriffsziel? Wenn man in der militärischen Logik denkt, also sprich, wenn man direkt zu dieser militärischen Auseinandersetzung käme, wäre natürlich tatsächlich Ulm als Kommandozentrum dann auch quasi das militärische Ziel, in dem Fall dann von Russland. Ich weigere mich so ein bisschen innerhalb dieser militärischen Kategorien zu denken, aber wenn man quasi die als Grundlage nimmt, dass da ein Angriff stattfinden würde und dass dann entsprechend quasi die Truppen vorhanden sind, würde natürlich quasi der Gegenangriff passieren und insofern wäre natürlich dann zum Beispiel Ulm oder auch quasi andere Infrastruktur Teil quasi eines solchen militärischen Szenarios. Das politisch Zentrale ist, dass es dazu nicht kommt und entsprechend ist es politisch notwendig, dass es genau diese Aufrüstung nicht gibt und dafür setzen wir uns ein.